Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Ja, eine wahre Zahlenflut mit makroökonomischen und unternehmensspezifischen Daten entleert sich da zurzeit über die internationalen Finanzmärkte. Doch von Angst und Nervosität ist nach den mittlerweile gut verdauten Verwerfungen in der Bankenszene bei den Aktien- und Anleihenkursen nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. So steuert der DAX, der Deutsche Aktienindex, mit seinem soeben erzielten Jahreshöchststand bei rund 15.900 Zählern die 16.000er Schallmauer an. Bei Durchbruch dieser Marke ist es dann auch nicht allzu weit, die All-Time-Highs von 16.200 Punkten vom Jahreswechsel 2021-2022 zu erreichen. Eigentlich erstaunlich, bei zunehmenden Rezessionsängsten sowie mitten in Zinsanhebungen und hohen Inflationszahlen diese Niveaus neuerlich anzusteuern. Zusätzliche positive Impulse für den deutschen Aktienmarkt blieben dann Anfang dieser Woche mit der Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex für April aus. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hält sich im April weiter auf. Im Detail fielen die Resultate aber durchwachsen aus. So schätzten die 9.000 befragten Unternehmen ihre zukünftigen Perspektiven zwar als besser ein, die aktuelle Wirtschaftslage hingegen bewertet man durchweg skeptisch. Wirft man einen Blick über den großen Teich hinüber in die Vereinigten Staaten, dann sieht man durchaus die eine oder andere Parallele. Auch hier schleichen sich viele Aktienindizes wieder an ihre Jahreshöchststände heran, egal ob beim Dow Jones Index, dem S&P 500 Index oder beim technologielastigen Nasdaq 100 Index, und das mitten in der heißen Phase der US-Unternehmensberichtssaison fürs erste Quartal 2023. Man darf also gespannt sein, wenn in diesen Tagen die US-Unternehmen ihre Bücher öffnen und uns Investoren einen genauen Blick gewähren lassen. Denn ein Quartal nach den Rekordentlastungen und Kostensenkungen sollten doch die Gewinne bzw. der Gewinnausblick zu unserer aller Zufriedenheit ausfallen. Doch es sind nicht nur die zu erwartenden unternehmensspezifischen Daten, die für ein gewisses Innehalten bei der aktuellen Gestionierung verantwortlich zeigen. Die Kapitalmarktfamilie erwartet auch in den kommenden Tagen viele makroökonomische Richtungsweiser. So stehen diesen Donnerstag und Freitag noch die Bruttoinlandsproduktzahlen für das erste Quartal in der Eurozone und in den USA an. Hier stellt sich vor allem für die Eurozone im Vorfeld die Frage, ob nach der Stagnation bzw. der minimal rückläufigen Entwicklung im vierten Quartal des Vorjahres eine technische Rezession im ersten Quartal 2023 vermieden werden konnte. Laut Bloomberg erwarten hierbei die Ökonomen ein geringes Wachstum von nur 0,2% fürs erste Quartal 2023 und somit eine Vermeidung eines negativen Wachstums. Im Vergleich dazu sieht die Entwicklung in den Vereinigten Staaten deutlich anders aus. Hier wird fürs erste Quartal 2023 ein Wachstum von 2% nach 2,6% im Vorquartal erwartet. Also auch hier Rezession, bitte warten. Ob das die hiesigen Notenbanken auch so sehen? Nun, auch hier darf man gespannt auf nächste Woche verweisen. Denn Anfang macht hier nächste Woche die amerikanische Notenbank, nämlich am 3. Mai. Nachdem sich mehrere Fed-Mitglieder erleichtert über die Entspannung im Bankensektor gezeigt haben, könnten sich die Auswirkungen auf den gesamtwirtschaftlichen Schaden wohl in Grenzen halten. Vor diesem Hintergrund sehen wir die Chance auf eine erneute und womöglich letzte Zinserhöhung in diesem Anhebungszyklus im Ausmaß von 25 Basispunkten als durchaus gerechtfertigt. Bei der Europäischen Zentralbank wiederum hat es den Anschein, als wären die Ratsmitglieder der Ansicht, dass angesichts der nach wie vor hohen Inflation weitere Zinserhöhungen unumgänglich wären. Allerdings dürfte die EZB auf ihrer Sitzung am 4. Mai das Tempo drosseln und die Zinsen wohl nur um 25 Basispunkte anheben.
Ja, das war's auch schon wieder. Kompakt, informativ und auf den Punkt gebracht. Die Kapitalmarkt-News von Raiffeisen Capital Management. Danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche. Euer Christian Leinweber.